Ja, hallo, ich bin Sebastian. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Und ich bin Nachwuchsprofessor an der HTW und ich bin Neurobiologe. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Gehirn und natürlich auch mit Intelligenz. Und ja, möchte euch heute so ein bisschen vielleicht was beibringen, wie eigentlich unser Gehirn funktioniert. Und dabei auch überlegen, okay, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen KI, also künstlicher Intelligenz, und biologischer Intelligenz, also unserem Gehirn. Und ja, zur Einstimmung gucken wir erstmal einen kurzen Film. ChatGPT, show me a bowl of ramen. Here's the illustration of a. Get rid of the chopsticks. Here's the revised. Now there's 3 chopsticks. I apologize for the. Now there's 4. Let's generate the. I still see them. Here's the revised. Do you see those 2 long brown things? I'm unable to visually. Show me what a pair of chopsticks looks like. Here is the illustration of a. I don't want to see these 2 things with my bowl of ramen. Here's the new. What are those 2 stick-looking things on the right side of the... I can't visually inspect the images. What do you mean you can't see the picture? You drew it! I don't have the capability to. Give me a bowl of ramen with a fork. Let's try that. This time with a fork placed. Ramen with chopsticks and a fork? What, do I need 2 hands to eat my bowl of ramen? You would like a bowl of ramen with both a fork and chopsticks, correct? Without? Please! Here's the new. Tell me what those brown... Chopsticks. Thank you! I'll need to generate a new one. Please! No! Ja, also sowas in der Art haben vielleicht alle schon mal von euch schon mal gesehen. Also es ist ja schon so, ne? Es ist ja schon erstaunlich, was ChatGPT kann. Also man kann mit ihm irgendwie reden und dann macht er ja jedes mögliche Bild. Ne? Sage ich irgendwie, ich will, keine Ahnung, pinken Delfin im Weltall, kein Problem. Alles wird generiert innerhalb von Sekunden. ChatGPT kann Gedichte schreiben, Software programmieren oder Feedback auswerten. Das sind ja alles sehr intellektuelle Fähigkeiten. Also offensichtlich ist ChatGPT sehr intelligent. Ja, so intelligent, dass wir ja alle Angst haben, zu Recht, dass ChatGPT eines Tages unsere Jobs uns wegnimmt. Und dann wieder andererseits, dann will man sowas Einfaches von ihm wie, mach mal die Essstäbchen weg und dann versagt es komplett. Wie kann es denn gleichzeitig so unglaublich intelligent sein und so unglaublich dämlich? Ja, wie geht denn das zusammen? Und ich habe heute mal so 3 Punkte mitgebracht. 3 Punkte, wo ich so ein bisschen vergleiche, wie eigentlich KI funktioniert versus unser Gehirn, die das vielleicht so ein bisschen erklären. Okay, erster Punkt, Funktionsweise. Also, bei euch im Kopf passiert die ganze Zeit das hier natürlich. Ne? Nervenzellen feuern wild durcheinander, die ganze Zeit elektrische Signale. Bei ChatGPT, das passiert aber auch sowas hier, so im künstlichen neuronalen Netzwerk. Auf den ersten Blick unserem Gehirn ähnlich, ist ja auch irgendwie nachempfunden. Hier haben wir quasi künstliche Nervenzellen, die auch ein Netzwerk bilden und auch Signale verschicken. Aber hier ist es hochgeordnet. Ja, wir haben immer solche Schichten. Wir haben da so eine Eingabeschicht, wo die Daten reinkommen, also zum Beispiel eure Prompts. Dann gibt es mehrere verdeckte Schichten, wo das dann verarbeitet wird. Die heißen verdeckte Schichten, weil wir gar nicht wirklich wissen, was da drin passiert. Ja, wir trainieren da das Netzwerk und dann lernt es Sachen zu machen und was es aber eigentlich da tut, ist uns quasi egal. Wichtig ist nur, dass am Ende das Richtige in der Ausgabeschicht rauskommt. Also zum Beispiel euer Bild oder euer Gedicht oder die Feedback-Auswertung. Ja, genau. Und das ist eben alles immer hochgeordnet. Information fließt immer von Schicht zu Schicht. Ganz streng. Und bei uns totales Chaos. Die Nervenzellen, die feuern wild durcheinander, vorwärts, rückwärts, hoch, runter, alle gleichzeitig. Alles ist mit allem verbunden. Totales Chaos. Und es ist auch noch veränderliches Chaos. Ja, das neuronale Netzwerk verändert sich nicht, seit wir trainieren neu, aber unser Gehirn ändert sich ständig. Die Dinger sind ja lebendig. Ja, wenn ihr jetzt irgendwie zurückdenkt, zum Beispiel an irgendeinen Urlaub vor 10 Jahren oder so, und ihr denkt, überlegt euch, was habt ihr da alles gemacht und so, die Erinnerung verändert sich ein kleines bisschen. Jedes Mal, wenn ihr euch an irgendwas erinnert, wird die Erinnerung ein kleines bisschen sich verändern. Weil die Nervenzellen sind lebendig, die Verknüpfungen werden stärker, manche werden schwächer, manche gehen vielleicht ganz verloren, dann vergessen wir was. Also wir haben hier veränderliches Chaos. Und das erklärt jetzt vielleicht auch, warum wir eben solche Sachen können, die ChatGPT eigentlich überhaupt nicht so wirklich kann. Solche großen Wörter, die man gar nicht so gut definieren kann, sowas wie Fantasie oder Kreativität. Ja, dieses veränderliche Chaos ermöglicht uns das scheinbar. Okay, also Funktionsweise eigentlich komplett unterschiedlich. Zweiter Punkt, Geschwindigkeit. Da geht der Punkt ganz klar an die KI. Ja, wir sind aus Fleisch, wir haben Synapsen, ja, wo dann irgendwie Neurotransmitter ausgeschüttet werden, dann gehen die rüber auf die andere Seite und lösen dann ein neues Nervensignal aus, wenn eben Information von einer Zelle auf die nächste übergeht. Das ist zwar sehr schnell, ja, das dauert nur Millisekunden, aber
Datenübertragung im Computer ist halt mehrere Millionen Mal schneller. Ja, und das ist jetzt hier die Übertragung von Zelle zu Zelle. Aber ne, hier, wenn das elektrische Signal hier so durchrauscht, was passiert denn da? Das ist nämlich auch ziemlich langsam und ich möchte fast sagen umständlich. Ich erkläre euch das mal. Also wir haben jetzt hier mal so beispielhaft 2 Nervenzellen, ne, so typischer sternförmiger Körper. Und dann geht das Nervensignal also quasi hier ne, durch das Axon, durch den Nervenprozess durch und dann irgendwann hier in der Synapse springt es über auf die zweite. Jetzt zu erklären, wie dieses Nervensignal, dieses sogenannte elektrische Signal entsteht und da wandert, das ist hochkomplex, aber ich habe mir da was überlegt, nämlich das Ganze als Murmelbahn mal darzustellen, damit es intuitiv wird. Hier sehen wir jetzt auch den Zellkörper, die sternförmige Zelle, und dann hier ist das Axon, wo das Signal durchgeht. Gucken wir da mal rein. Na, da muss auch das Signal durch. Und wir brauchen eigentlich nur 3 Dinge, um zu verstehen, im Prinzip, wie das funktioniert. Also die Murmeln, die stehen quasi für die geladenen Teilchen, die nennt man Ionen. Dann brauchen wir Channel-Kanäle, wo die Murmeln quasi reinlassen können. Und wir brauchen Pumpen, Aufzüge, die Murmeln wieder nach draußen befördern, wenn sie reingefallen sind. Das reicht. Genau, und jetzt erkläre ich also alles mit Murmeln, aber das geht analog ganz genauso mit den geladenen Teilchen. Ziemlich genau das passiert in der Zelle. Also, was passiert? Die Zelle schickt ein Signal aus, ja, also kommen so ein paar Murmeln raus, die rollen auf diese Druckplattform, diese grün, die drückt sich dann runter durchs Gewicht der Murmeln und das löst was aus. Ja, Achtung, hier ist er getriggert, zack, und dadurch kann der Kanal sich genau einmal drehen und lässt eine Anzahl Murmeln rein, die dann einfach reinfallen und sich einfach zufällig ausbreiten. Und es sind dann so viele, dass manche auch weiterrollen auf die nächste Plattform und die dann auslösen und so weiter. Ja? Die rollen auf die nächste Plattform, lösen die aus und dann geht das Signal weiter. Und die werden auch sofort von den Aufzügen heraus befördert, ne, damit die Plattform wieder frei wird, damit es von vorne losgehen kann. Und dann erreichen die Murmeln irgendwann hinten die Synapse. Ja? Und solange diese Aufzüge funktionieren, oder mit anderen Worten, solange ihr am Leben seid, kann das wieder und wieder und wieder passieren. Genau, das passiert die ganze Zeit bei euch im Kopf. Ja, also das Signal ne, geht, wie ich es gerade gezeigt habe, hier entlang, den ganzen langen Weg und springt dann hier in der Synapse über. Kann man sich vielleicht auch so ein bisschen so vorstellen, dass dann irgendwelche Murmeln auf die nächste Zelle geschmissen werden und dann wird hier ein neues Signal ausgelöst. Ja, und ihr seht, das ist viel aufwendiger als so, also das kann man sich gar nicht so vorstellen, wie einfach der Strom durch ein Kabel fließt. Ja, das ist, sie wirkt irgendwie total umständlich und deswegen ist das so langsam. Also das steckt alles hinter diesen elektrischen Signalen, die man eigentlich nur elektrisch nennt, weil halt geladene Teilchen auch fließen, aber ihr seht, das ist ganz anders als bei Stromkabeln, wo Strom durchfließt. Okay, was heißt das denn jetzt, dass die KI viel, viel schneller ist als wir in der Datenübertragung? Nehmen wir mal ein Beispiel für eine Aufgabe, die Intelligenz erfordert. Klassisches Beispiel, Schach. Ja, natürlich gibt es schon Schachcomputer, die uns in Schach besiegen, schon lange vor ChatGPT, schon seit den 70er Jahren, aber es ist so ein schönes, anschauliches Beispiel. Also weil für Schach braucht man ja schon irgendwie Grips. Und damals, bevor es passiert ist, haben Leute gesagt, okay, also Schach ist eindeutig, ne, da braucht man Strategie und Kreativität und so weiter. Computer werden uns nie im Schach besiegen. Und dann ist es in den 70er Jahren schon passiert, dass der Schachweltmeister von einem Computer besiegt wurde. Und jetzt lachen wir über diese Leute, die gesagt haben, Computer werden uns nie in Schach besiegen. Genau. Und wie spielt denn der Schachgroßmeister, wie spielt der Schach? Ne, der hat jahrelang trainiert, der hat Strategien, ne, der hat kreative Ansätze, der weiß, wie er den Gegner verunsichern kann. Der fühlt irgendwie, welcher Zug jetzt gerade der beste ist. Und wie spielt der Schachcomputer Schach? Ja, eigentlich macht er nur das. Der macht eigentlich nur ganz schnell ganz viel Mathematik. Ja, der nimmt einfach die ganzen Züge, die jetzt möglich sind und berechnet quasi voraus, okay, nehmen wir an, das Spiel geht so und so weiter. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zug zum Sieg führt? Er macht also quasi einfach ganz kurz in ein paar Sekunden Millionen Schachspiel-Simulationen durch und guckt dann, bei welchen komme ich als Sieger raus und macht dann einfach den Zug, der mit größter Wahrscheinlichkeit zum Sieg führt. Also irgendwie kann der gar nicht Schach. Der kann eigentlich nur Mathe, aber das halt sehr schnell. Übertragen wir das mal auf den Menschen. Stellt euch vor, wir nehmen jetzt eine Person, die hat noch nie Schach gespielt und wir sagen zu dieser Person so, du musst jetzt gegen den Schachweltmeister gewinnen. Aber keine Sorge, wir geben dir ein einziges Hilfsmittel, nämlich du hast so viel Zeit, wie du willst.
So, wenn wir jetzt ganz streng sind, ne, nicht mal Taschenrechner erlaubt, dann muss diese Person ja dann wirklich jetzt mit Stift und Zettel irgendwie die Berechnungen alle ausführen. Aber kann sie ja, ne? Sie hat so viel Zeit, wie sie will. Sie kann also genauso wie der Schachcomputer jetzt hergehen und diese ganzen Züge vorausberechnen, um dann den wahrscheinlichsten Zug zu ermitteln. Ne, die Anleitung dafür haben wir ja den Schachcomputer gegeben, die kann man ja nachlesen. Jetzt wird natürlich ein Zug ewig dauern. Ja? Vielleicht dauert ein Zug dann ein Jahr, vielleicht dauert das ganze Spiel 2000 Jahre. Aber ist ja egal, wir haben ja so viel Zeit, wie wir wollen. Und wenn am Ende dann diese Person den Schachweltmeister im Schach besiegt und die Partie gewinnt, würden wir dann sagen, die Person ist gut in Schach? Nee, das ist ja eigentlich, das ist ja unfair. Die hat ja gar keinen Schach gespielt, die versteht von Schach nach wie vor überhaupt nichts. Sie hat nur ganz viel gerechnet. Und ja, ChatGPT macht das genauso. Wenn ChatGPT ein Gedicht schreibt, ja, es probiert einfach alle möglichen Wörter aus in einem Kontext und macht es einfach Millionen, aber Milliarden Mal, bis irgendwas rauskommt, was irgendwie stimmig ist. Na, wenn ich jetzt euch sage, ihr müsst jetzt ein gutes Sommergedicht schreiben, auch wenn ihr jetzt denkt, Gott, das kann ich überhaupt nicht, ich kann kein Gedicht schreiben, ich habe das noch nie gemacht. Aber wenn ich euch ein ganz dickes Buch gebe, wo alle Informationen drin sind, die ihr braucht, so zum Beispiel alle Sommergedichte, die je geschrieben wurden, und ich sage, ihr habt 50.000 Jahre Zeit, dann kriegt ihr das hin. Jeder von euch kann dann ein gutes Sommergedicht schreiben unter diesen Voraussetzungen. Und das macht ChatGPT, kann eigentlich gar nicht dichten. Das heißt also, im Grunde hatten die Leute, die gesagt haben, die Maschinen werden uns nie in Schach schlagen, hatten irgendwie recht, weil die Maschinen schlagen uns nur in Schach, indem sie quasi Intelligenz simulieren. Sie tun so, es sieht so aus, als ob sie intelligent wären, aber eigentlich spielen sie ja gar nicht Schach, sie machen nur Mathe. Also künstliche Intelligenz ist irgendwie der falsche Name. Es ist ja irgendwie, ein richtiger Name wäre irgendwie künstlicher Trottel, der eigentlich nur rechnen kann, aber das sehr, 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 sehr schnell. Aber das verkauft sich halt nicht so gut. Okay, also die Geschwindigkeit, da verlieren wir ganz hoch. Jetzt noch zum dritten Punkt. Datenspeicherung. Denn wenn man irgendwie eine intellektuelle Aufgabe erfüllen will, dann braucht man ja auch, man braucht da Wissen, ne? Man muss da irgendwie Daten verarbeiten. Dann muss man die Daten auch irgendwie speichern. Das heißt ja, wenn man was weiß, heißt es, man hat die Daten zur Verfügung. So, wie ist es bei der KI? Klar, ne? Da hat man halt 1 und 0 auf Festplatte gespeichert, kein Problem. Bei uns dagegen haben wir das hier. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Sprache lernen wollen, dann müssen wir Vokabel für Vokabel das lernen. Ne? Sehr mühsam, sehr langwierig. ChatGPT lädt man einfach ein neues Wörterbuch hoch, zack, neue Sprache. Ne? Also auch da scheinen wir uns weit überlegen. Aber wie werden denn eigentlich bei uns in unserem Gehirn die Daten gespeichert? Also das sind ja ganz, ganz, ganz viele Daten drin. Zum Beispiel Omas Apfelkuchen. Ne, bei manchen von euch habe ich jetzt vielleicht die Erinnerung wachgerufen. Ne, ihr habt vielleicht seit Jahren nicht daran gedacht. Aber jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, euch zurückerinnern, wie hat er denn gerochen? Wie hat der geschmeckt? Vielleicht könnt ihr euch vom geistigen Auge vorstellen, wie ihr in Omas Küche sitzt. Und natürlich wisst ihr auch solche Faktenwissen, sowas wie, wann hat Oma Geburtstag? Das ist ja alles irgendwo in eurem Gehirn gespeichert, als Daten. Aber wie? Ne? Wo ist Omas Apfelkuchen im Gehirn? Und ich bin ja Neurobiologe und wir haben ja jetzt Jahrzehnte und Jahrzehnte daran geforscht. Und ich kann euch sagen, also wo werden die Daten in unserem Gehirn gespeichert? Wir haben absolut gar keinen blassen Schimmer. Also wirklich gar keine Ahnung. Wir haben nicht mal eine gute Idee. Ja, wir haben gedacht, naja, vielleicht speichern die Nervenzellen, machen wir aus Proteinen, legen so eine Datenbank an, ne, irgendwo eine Proteinstruktur, die da irgendwas speichert. Haben wir nie gefunden. Ja, Proteine sind gar nicht so klein. Wenn es das gäbe, hätten wir das inzwischen gefunden. Ja, oder vielleicht die Nervenzelle, die irgendwie weiß, wann Oma Geburtstag hat, oder vielleicht sind es irgendwie zwei, die sich immer wieder die Information hin und her schicken, und damit es nicht verloren geht. Ne? Weil sobald sie aufhören zu feuern, ist die Information ja weg. Also es muss ja irgendwie gespeichert werden, aber dann müssten die ja ständig immer feuern. Alles, was wir wissen, müsste irgendwie ständig erhalten bleiben. Das wirkt irgendwie auch absurd. Das kann auch nicht stimmen. Wir wissen es wirklich nicht. Aber eine Sache kann ich euch noch sagen, die wir herausgefunden haben. Nämlich Nervenzellen bei euch, die sind zuständig. Also es gibt wirklich bei euch Nervenzellen, die feuern immer dann, wenn ihr gerade irgendwie an Apfel denkt, in irgendeinem Kontext. Und dann gibt es welche, die sind quasi die Oma-Nervenzellen, und dann gibt es welche, die sind die Kuchen-Nervenzellen. Und dann gibt es ganz sicher auch welche, die feuern immer nur genau dann, wenn ihr an Omas Apfelkuchen denkt. Und so gibt es also Nervenzellen für alles. Ne? Es gibt hier irgendwie die Bier-Nervenzelle, die Saarland-Nervenzelle, die Schwenker-Nervenzelle, die Knie-Nervenzelle. Von allem, was ihr euch vorstellen könnt, gibt es irgendwelche Nervenzellen, die dafür zuständig sind. Aber das erklärt ja nicht wirklich irgendwas. Ne? Also wir denken, wenn wir an Omas Apfelkuchen erinnern,
dann feuern die ja und dann wird irgendwie so eine Art Simulation geladen und euer Gehirn wird in den Zustand versetzt, als er war, als ihr Omas Apfelkuchen gegessen habt. Na, dann stellt euch den Geschmack vor, weil dann eben genau die gleichen Zellen, die als ihr es geschmeckt habt, die da gefeuert haben, die feuern dann wieder. Also diese Simulation von eurem Gehirn wird quasi geladen, aber wovon verdammt nochmal kommt diese Simulation her? Wo ist die gespeichert? Leider keine Ahnung. Das ist also einer der großen ungelösten Rätsel in der Neurobiologie, so einer der heiligen Grals. Und wenn wir das mal endlich rausfinden würden, wie eigentlich unser Gehirn funktioniert, wie ihr merkt, wir wissen da ganz viel noch nicht darüber, dann könnten wir vielleicht auch endlich mal künstliche Intelligenz bauen, die so denkt wie wir, ne, die sozusagen wirklich intelligent ist und die vielleicht richtig Schach spielt und nicht einfach nur Mathe kann. Also alle Probleme, die sich nicht als irgendwie in Mathe runterbrechen lassen, da ist die KI eigentlich überhaupt nicht gut. Das heißt also, ja, ne, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wie intelligent ist künstliche Intelligenz? Bevor ich jetzt mein finales Verdikt gebe, noch mal ein kurzes Video dazu. Hey ChatGPT, welcher Monat trägt den Buchstaben X in sich? Der Monat, der den Buchstaben X enthält, ist der Oktober. Das ist der einzige Monat mit einem X im Namen. Alle anderen Monate haben diesen Buchstaben nicht. Okay, sehr gut. Bist du dir sicher, ChatGPT? Prüf nochmal nach. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe nochmal die Monate durchgegangen und tatsächlich hat nur der Oktober ein X. Alle anderen Monate sind frei von diesem Buchstaben. Falls du noch andere Zweifel hast, frag gern nochmal. Wo steckt das X im Wort Oktober? Ah, du hast völlig recht. Das war mein Fehler. Im Wort Oktober steckt gar kein X. Ich habe mich vertan. Tatsächlich gibt es im Englischen den Monat Februar, der auch ein X im Namen hat, aber auf Deutsch ist das Oktober. Also es gibt keinen X-Monat auf Deutsch. Danke, dass du nachgefragt hast. Aber Februar auf Englisch hat ein X, oder wie? Ganz genau. Im Englischen heißt der Februar ja February und da ist tatsächlich ein X drin, also zwischen dem X und dem R. Das ist der einzige englische Das Monat Doppel-X. mit einem X. Ja, genau. Also im Deutschen gibt es kein X in den Monatsnamen, aber im Englischen eben bei February. Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Ja, bin auch froh, dass wir das noch klären konnten. Deswegen jetzt mein finales Verdikt, durchaus provokant. Ne? Wie intelligent ist künstliche Intelligenz? Ich sage gar nicht. Sie ist nur schnell. Dankeschön.